Die neue Kill Team Edition ist da und nachdem ich euch gezeigt habe, wie ihr mit wenig Aufwand eine passende Spielplatte baut, geht's in diesem Tutorial um die schnelle und einfache Bemalung des offiziellen Geländes. Und zwar in 2 Varianten plus einer dritten Bonusoption. Aber erstmal moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Natürlich könnt ihr diese Anleitung auch für anderes Gelände abseits des Killteam-Settings bzw. des Warhammer 40k Universums nutzen und durch einen ganz einfachen Trick auf jedes vorher bemalte Gelände individuell anpassen. Mehr dazu im Verlaufe dieses Videos. Ein Tipp übrigens noch für den Zusammenbau des neuen Killteam-Geländes. Ich habe die Gebäude vor dem Bemalen nicht vollständig zusammengebaut, sondern jeweils nur als 2 L-förmige Ruinen zusammengeklebt. Denn so kann ich die Innenbereiche besser mit dem Pinsel erreichen. Nach dem Bemalen muss man dann nur von den Klebestellen etwas Farbe abkratzen, um sie mit Plastikkleber stabil zu verbinden. Los geht's mit der Grundierung und zwar ausnahmsweise in Schwarz. Übrigens, wenn es bei Modellen um eine matte und pechschwarze Grundierung geht, kann ich euch dieses günstige Spray absolut empfehlen. 6 Dosen sind nur unwesentlich teurer als eine Chaos Black Dose von Games Workshop und jede Dose hat gleichzeitig sogar mehr Inhalt. Für die erste und dunklere Bemalvariante nehmt nun die beiden Farben zur Hand, die bereits beim Bemalen der Killteam Spielplatte zur Anwendung kamen. In meinem Fall waren das dieses Blau und dieses Rot. Verdünnt beide Farben nun stark mit Wasser und mischt gegebenenfalls etwas Dunkelgrau bei, damit die Farben nicht mehr ganz so knallig sind. Testet, ob die Deckkraft ausreichend gering ist und bemalt dann mit dem kalten Blauton die Außenseiten und Plattformen eurer Geländestücke. Mit dem warmen Rotton werden die Innenseiten bemalt. Die stark verdünnte Farbe verhält sich dabei wie ein Wash und setzt sich vorwiegend in den Vertiefungen ab. Nach dem Trocknen wird mit einem dunklen Schiefergrau kräftig über alle Flächen gebürstet. Dabei darf gerne noch etwas mehr Farbe auf dem Pinsel sein, um den Rest der schwarzen Grundierung möglichst komplett zu überdecken. Mischt als zweite Trockenbürstfarbe euer Schiefergrau 1:1 mit Hellgrau an, um alle Bereiche ganz normal bzw. nun etwas vorsichtiger trocken zu bürsten. Um die blauen und roten Farbschleier aufrecht zu erhalten, könnt ihr ausgewählte Bereiche nun ganz dezent mit beiden Farben trockenbürsten bzw. betupfen. Abschließend wird mit einem Hellgrau nur ganz leicht und von oben nach unten über das Modell gebürstet, um den natürlichen Lichteinfall zu simulieren. Kommen wir zur Vorbereitung für die zweite und hellere Bemalvariante. Euer schwarz grundiertes Modell wird nun mit einer hellgrauen Grundierung übergesprüht. Allerdings immer nur von schräg oben und nicht komplett. Die Schatten und Vertiefungen bleiben somit dunkel. Auch die bodennahen Bereiche sollten etwas weniger hellgrau abbekommen und quasi leicht im Schatten liegen. Danach geht's bei beiden Modellvarianten ans Bemalen der Details. Der Einfachheit halber zeige ich dies im Splitscreen. Ihr könnt so übrigens prima die Wirkung der Farben auf dem hellen und dunklen Untergrund miteinander vergleichen. Ich starte mit den auffälligen Querverzierungen, die ich mit einem 1:1 Mix aus diesen beiden Farben bemale. Aber ihr könnt natürlich auch das Gold aus dem offiziellen GW-Farbschema verwenden. Für die Gitter und einige Rahmen nehme ich eine fast schwarze Contrastfarbe. Außerdem mische ich mir noch ein Blau-Grau aus diesen beiden Farben zusammen. Die Plattform bemale ich ebenfalls mit einer Contrastfarbe. Für den Rest verwende ich 2 unterschiedlich helle Metallfarben. Grundsätzlich geht es bei der Farbauswahl nur ums Erzeugen von Abwechslung und Kontrasten. Ihr müsst also keinesfalls all die vielen Details total sauber und immer mit anderen Farben bemalen. Eine Handvoll ähnliche Farben und grobes Bemalen genügen vollkommen. Mit einem Schwamm oder Schaumstoffstückchen wird nun noch etwas Dreck aufgetupft. Und zwar zunächst mit einem dunkelbraun, vorwiegend in Bodennähe. Danach mit einem hellen Sandton überall dort, wo sich Staub und Dreck ablagern könnten. Anschließend sollten eure Modelle in etwa so aussehen. Es folgt ein dunkler Wash, in die dann die Farbschleierfarbtöne für nasse Nassverläufe hineingetupft werden.
Hierfür müssen das Blau und das Rot wieder stark mit Wasser verdünnt werden, etwa im Verhältnis 10:1. Die verdünnten Farben legen sich dann wie ein Filter über die Flächen und sorgen dafür, dass euer Gelände farblich zu der Killteam-Spielplatte aus dem TWS-Tutorial passt. Mit diesem Bemaltrick könnt ihr nachträglich bemaltes Gelände immer passend zu vorherigem Gelände oder eurer Spielplatte gestalten. Nach dem Trocknen geht's ganz nach Geschmack mit ein paar rostfarbenen und braunen Washes weiter. Einfach die Flächen leicht anfeuchten und dann die Washes hineintupfen. So entstehen mühelos weiche Übergänge statt harter Kanten. Zum Schluss alles nochmal mit einem Hellgrau ganz leicht trockenbürsten, um lediglich die Kanten und erhöhten Stellen zu betonen. Danach wären eure Gebäuderuinen dann auch schon spielbereit. Als dritte Bemalvariante habe ich euch oben mein Killteam Geländebemal-Tutorial von 2018 verlinkt. Diese Anleitung ist noch ein wenig einfacher bzw. geradliniger, schaut's euch einfach nochmal an. Mit diesen 3 Anleitungen wünsche ich euch nun viel Spaß beim Bemalen und dann noch mehr Spaß beim Einweihen eures neuen Geländes. Wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!